Hallo aus Nepal. Namaste, wie man hier teilweise auch sagt. Ja, Namaste oder Namaskar. Wir müssen noch ein bisschen Nepalesisch üben. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Landesinnere und haben hier mal bei so einem Schild gehalten, weil hier ist so ein Nationalpark und da gibt es wohl vieles an wilden Tieren, unter anderem Tiger. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal rübergehen, Elefanten, meine absoluten Lieblingstiere. Also das denkt man wahrscheinlich nicht, aber in Nepal gibt es halt auch all diese Tiere. Nepal ist halt auch viel flache Ebene und nicht nur die hohen Berge. ja, so sehr tropisch ist der Süden, halt so wie der Norden von Indien, sehr fruchtbar, viel Landwirtschaft, viele Nationalparks, Wälder, wilde Tiere. Genau, und da wir da jetzt erstmal sind, werden wir hier jetzt erstmal ein bisschen die Gegend erkunden, hoffentlich einen guten Stellplatz finden und vielleicht ein paar dieser Tiere sehen. Vielleicht laufen wir einfach mal darüber in den Nationalpark rein. Kann man das wir können machen? ja noch gucken, ob man da irgendwo ein bisschen besser Aber parken das ist ein Zaun, ne? Ist da ein Zaun? Aber da sehen wir auch keine Elefanten, das ist ja Schwachsinn. Also ich würde als Elefant, die hören ja auch gut, weit weg von der Straße sein, im Wald. Ja, wo sind denn die Tiger hier? Oh, man kann ja einfach reinlaufen. Tiger, wo seid ihr? Na gut, ich glaube, wir fahren mal weiter. Ich glaube auch. Aber einen Affen haben wir gesehen. Mehrere. Wir sind doch noch mal kurz ein Stück hier in den Wald gelaufen, um mal zu gucken. Aber noch haben wir nichts gesehen. Ja, man muss da halt so Glück haben, ne? Wir sehen nicht mal Elefantenkacke. Und das ist eigentlich ja immer das Zeichen, dass die in der Nähe sind. Ich bin nämlich Expertin. Weil ich einmal bei Genau. einem Elefantenschutzprojekt in Namibia war. Super. Vor 9 Jahren. Es bewegt sich auch nichts. Also die Straßen sind echt schlecht hier und der Verkehr auch ganz schön wild. Hier sind ziemlich viele LKW. Einmal mussten wir eben mussten wir so eine Vollbremsung hinlegen, weil der LKW hat so einen Trecker überholt in der Kurve und hat halt so null gebremst. Und wir mussten halt so voll bremsen, damit der uns halt nicht vorne reinkracht. Jetzt sind da die ersten nepalesischen Berge. Und es ist wirklich krass. Wir haben wirklich lange keine Berge mehr gesehen. Also geht eigentlich, aber halt in Indien kaum. Ja, und wie sind hier die Verkehrsregeln? Keine Ahnung. Anscheinend dachte er, wir fahren. Man fährt einfach wahrscheinlich. Ja, ne? Also wie der. Aber hier hupt halt echt kaum jemand. Also es ist voll viel los eigentlich. Also immer noch ein bisschen weniger als Indien natürlich. Aber es ist schon eine Stadt, wo viele Leute leben und viel los ist halt. Aber es ist echt ruhig im Vergleich, oder? Ja, ne, geht voll. Je weiter man von Indien wegkommt, desto weniger wird gehupt dann. So fühlt sich's an. Das tut uns echt gut. Oh ja, meine Ohren tun so weh, ey. Niemand, der hupt. Kann man nicht drüber klar. Ja, krass, ey. Müssen wir immer hupen hier. Das ist zu leise. Knoblauch auf jeden Fall. Der Kaktus da. Ja, richtig lustig. Bis jetzt fühlt sich Nepal für mich ein bisschen wie eine Mischung aus Indien und Georgien an. Weil es gibt so Berge, nicht so gute Straßen, Leute fahren bekloppt, aber es gibt auch tropische Pflanzen wie Bananen und Kakteen und so, also und Palmen. Ganz lustig. Und jetzt waren wir gerade bei 2 süßen Ladies erstmal ein bisschen Obst und Gemüse einkaufen. Oh. Ja, das ist echt ganz gut und die waren richtig süß. Die haben sich voll gefreut und das war echt gut. So, jetzt ist hier unsere erste Hängebrücke. Die müssen wir uns gleich mal anschauen. Das ist ja cool hier, vor allem mit den Bananenstauden links und rechts ist es eher wie eine Hängebrücke durch den Dschungel in Costa Rica oder so. Ich habe gelesen, dass die Schweiz 5000 Hängebrücken in Nepal mitfinanziert hat. Diese hier bestimmt auch, weil ich war mal in der Schweiz und auf einer Hängebrücke und die Bauweise war ziemlich ähnlich. Wir haben uns jetzt entschieden, zu versuchen, da runter zu fahren, um da drüben zu parken. Wir glauben, das ist ganz gut hier, weil wir uns auch jetzt mal überlegen müssen, wie es weitergeht und wir einfach nicht mehr fahren wollen nach den letzten Tagen.
und mal ist so das erste Experiment, um zu gucken, ob die Nepalesen uns dann auch direkt umlagern oder man ein bisschen mehr Ruhe und Abstand hat und ein bisschen mehr Privatsphäre. Aber die große Frage ist, schaffen wir es dahin, weil da ein leichter Fluss lang geht, der hoffentlich nicht zu tief ist, aber so mit Kies und Pfütze und so. Mal schauen, ob wir das schaffen. Oh je. Das wollen wir nicht, dass uns das passiert. So, kommen noch mehr. Tuk-Tuk. Also wenn jetzt das Tuk-Tuk da durchschafft, dann schaffen wir das auch. Hier ist nämlich der Internetempfang auch ganz gut und wenn wir irgendwas brauchen, dann sind da noch Geschäfte. Wir müssen auch noch mal gucken, wo wir Wasser hier auffüllen können in diesem Land. Das gehört ja immer dazu, wenn man im neuen Land ist, da muss man erstmal alles wieder herausfinden. Das mit dem Internet haben wir jetzt ganz gut geschafft, aber wo wir jetzt Wasser hier auffüllen, das wissen wir noch nicht. Großer Stein. Hey. Offroad, dude, over. Ja, das ist ja cool hier. Die Straße ist da oben, man hört es ein bisschen, aber eigentlich geht's. Und hier werden wir dann erstmal ein bisschen entspannen können. Endlich hoffentlich mal eine ruhige Nacht haben und nicht morgens um vor 7 irgendwie geweckt zu werden. Wir können ja aus dem Fluss ein bisschen Wasser nehmen zum Abwaschen und das Auto muss auch echt mal geputzt werden. Das ist so staubig von außen. Zur Feier des Tages gibt es auch Kokosnüsse. Die haben wir noch in Indien gekauft, obwohl es hier auch immer noch welche gibt. Wahrscheinlich sind die dann natürlich importiert. Aber ja, Kokosnuss in Nepal an einem Fluss. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die hier mal trinke, muss ich sagen. Ui. Und es ist echt hier wie in Georgien ein bisschen, wo wir da so nach Mestia hochgefahren sind und so. Da war die Straße nämlich auch so ähnlich. Und dann hier mit dem Tal, dem Fluss, diesem Kies, dass da irgendwelche LKW langfahren. Hätten wir auch in Georgien bleiben können. Mist. Dann hätten wir den Iran nicht erlebt. Ja, das wäre schade gewesen. Ja. Aber wir hätten im Iran bleiben können. Ja. Das haben wir auch so ein bisschen jetzt so beim Reisen gelernt, dass man fährt sehr weit und manchmal ist es dann doch so ähnlich wie wo man schon mal war und so. Also man könnte auch in einem sehr kleinen Bereich, glaube ich, viel rumreisen und würde auch viel entdecken können und glücklich sein damit. Kokosnuss in Nepal. Prost. Was passiert jetzt wohl? Ja, was passiert jetzt wohl? Ui, ja. Kugelstoßen sah besser aus. Na gut, dann nochmal Kugelstoßen. Mittagessen. Wir haben jetzt hier Gemüse und Nudeln und konnten hier ganz entspannt kochen, alle Türen aufhaben, dabei lüften und so weiter. Und es war noch niemand da, der uns angeguckt hat. Ja, und ich wollte auch nochmal dazu sagen, wir haben ja gar nichts gegen Kontakt mit Locals, das wollen wir ja. Aber gerade nach so einem stressigen Tag und gestern und mit der Grenzüberquerung und so, sind so Momente wie jetzt, wo man einfach entspannt essen kann, einfach super, super wichtig für so eine Reise. Und das hat man in Indien einfach nicht. Aber vorhin mit den Frauen da in dem Gemüseladen und so, das war total das war toll. voll lustig. Ja, wir wollen ja auch gerne Nepalesinnen kennenlernen und so weiter. Aber wir wollen halt auch zwischendurch, brauchen wir halt einfach diesen Rückzug. Das ist einfach so. Das braucht, glaube ich, jede Person. Und in Indien waren wir halt meist auf der Flucht oder mussten uns verstecken, weil, okay, wir können natürlich da auch kochen und alle Türen und Fenster offen haben, aber dann stehen halt wirklich sehr schnell viele Leute, gucken hier rein, steigen vielleicht sogar ein. Also wir hatten ja mehrfach die Situation, wo die Leute einfach die Tür aufgemacht haben, um reinzugucken. Ja. Aber wenn man das halt nicht möchte und irgendwie in Ruhe kochen und essen möchte, dann muss man halt alles zu haben,
Vorhänge zu und sich quasi verstecken. So tun, als wäre man nicht da. Ja. Aber ich wollte halt nochmal sagen, dass es klar, also wir wollen nicht nur an Orte der Natur, wo niemand jemals ist, sondern jetzt stehen wir auch echt nicht weit weg von der Stadt und so einer Baustelle, aber haben halt trotzdem einfach ein bisschen Ruhe und können aber, wenn wir Bock haben, dann durch die Stadt laufen und mehr über Nepal und so lernen. Und jetzt hier in Ruhe essen. Halbwegs in Ruhe. Ja, Baustelle. Aber die sind okay. Hallo Ziegen. Aua, tut doch weh. Guten Morgen aus unserem friedlichen Tal in Nepal. Heute machen wir noch einen entspannten Tag. Ich wollte auf jeden Fall noch mal Wäsche waschen und den Van putzen, weil er richtig dreckig ist. Ich fülle mal hier unseren Wassersack mit diesem Flusswasser. Dann können wir den in die Sonne legen, dann wird das Wasser halt warm für Wäsche waschen. Oh, das geht aber irgendwie gar nicht so einfach. Wir haben auf jeden Fall richtig gut geschlafen. Wir sind beide aber noch ziemlich K.O. und auch so ein bisschen krank. Weil kennt ihr das, wenn man irgendwie viel gearbeitet hat auf der Arbeit, es war stressig und so weiter und dann hat man Urlaub und dann ist man erstmal krank. Also so fühlen wir uns gerade, weil irgendwie ja, die letzte Zeit war auf jeden Fall sehr stressig und jetzt müssen wir uns erstmal davon ein bisschen erholen. Aber es ist ein ganz guter Ort dafür hier. Wisst ihr, das geht gar nicht so gut, wie ich dachte hier. Zeit fürs Frühstück. Ich mache gerade Pancakes. Die ersten sind nicht so richtig was geworden. Wir haben aber auch ein neues Mehl. Wir hatten die ganze Zeit immer noch Mehl aus dem Iran, weil wir da so viel mitgenommen haben. Ja, aber gut, ich war ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen abgelenkt und habe nicht so aufgepasst. Mal sehen, die nächsten werden vielleicht besser. Oh ja, die gehen doch. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel, warum so das Reisen im Van so mega cool ist. Wir haben halt zufällig an diesem Fluss geparkt und laufen jetzt hier einfach mal rum und lernen so ein bisschen was darüber, wie die Leute hier leben. Und ich glaube, wir würden hier nicht hinkommen, wenn wir mit dem Rucksack reisen würden, weil das ist jetzt irgendwie kein Knotenpunkt. Hier gibt es jetzt nichts Krasses zu sehen oder so. Ich weiß nicht mal, ob es hier ein Gasthaus gibt, aber ja, so kann man halt noch mal ein bisschen freier Länder sehen. Ja, das Dorf hier ist ganz süß. Also die Leute leben sehr einfach und bauen hier selber ganz viel an und dann hängt so draußen die bunte Wäsche und so. Ein paar Tiere laufen hier rum, ist schon irgendwie ganz cool. Und da ist noch so eine alte Trasse oben für, weiß nicht genau, Kies, Kohle, irgendwas hat man da anscheinend vom Bergbau oder so transportiert. So, wir sind ja abenteuerlustige Outdoor-Leute. Deswegen wird der Fluss einfach barfuß überquert. Ich meine, durchquert. Wir sind ja nicht Jesus. Nee. Ist ja auch erfrischend, ne? Ja, sehr heiß hier, ne? Ja. Ist jetzt nicht mehr so heiß wie in Indien, aber kalt ist es jetzt auch noch nicht. Ui, da wird es aber tief. Ja, sag's doch. Ja, wenn man hier wohnt, das ist ja ganz cool, so im heißen Sommer. Da kann man sich hier in diesem erfrischenden Fluss abkühlen. Dann nutzen wir mal die unendliche Wasserressource, um unseren dreckigen Van zu waschen. Einzige Problem, unser Eimer hat ein Loch im Boden. Manchmal haben wir den nämlich, wenn es doll regnet. Wir haben ja hier an der Seite diese Regenrinnen und dann läuft das Wasser hier runter. Dann können wir so ein bisschen Regenwasser sammeln fürs Waschen und sowas alles. Aber dann haben wir den mal vergessen und dann sind wir halt da drüber gefahren. Und seitdem hat er irgendwie so ein kleines Loch im Boden.
Reisen kann manchmal sehr stressig sein, deshalb finden wir es wichtig, zwischendurch mal an Orten wie diesen für 1-2 Tage die Ruhe zu genießen und sich zu erholen. Mit einem sauberen Van und etwas Erholung kann es nun für uns weiter durch Nepals Berge gehen. Was ist das denn? Oh je, das müssen wir heute machen. Mit unserer Fahrt nach Kathmandu geht es dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.